Hallo lieber Jan, danke, dass du mich auf diese kolossale Idee gebracht hast, hierher zu kommen. Wo sind wir genau? Also wir sind jetzt in München. Wir stehen im Eingangsbereich von der Automatica. Das ist ja eine der größten Automatisierungsmessen, wo es halt um alle möglichen Prozesse geht, aber auch um Automatisierung des Schweißprozesses, was uns interessiert. Und Laser dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, hier in München ist gleichzeitig die Laser World of Photonics. Also da geht es wirklich um Lasertechnologie, Schweißen, Schneiden, Ultrapuls-Laser, alles Mögliche in mehreren Hallen, wo die wirklichen Techie-Unternehmen alle unterwegs sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ja! Ihr kennt Thermacut. Wir hatten mal einen Beitrag dazu gemacht, wo wir die Plasmatechnik vorgestellt haben. Da haben wir mit 100 Ampere solche fetten Materialien durchgeschnitten. Jetzt ist mir aber Folgendes aufgefallen. Als ich hier durchgegangen bin, sehen meine Augen, Moment, das ist kein Plasmakopf mehr, das ist ja schon Laserkopf. Was ist das hier genau? Was macht es genau? Was kann es? Also das ist ein Laserschneidkopf. In diesem Laserschneidkopf sind Optiken dran. Ich komme mit dem Laserlicht aus der Laserstrahlenquelle. Das wird hier oben eingekoppelt, das Licht wird koordiniert, wird fokussiert und dann schneide ich mit diesem gebündelten Licht schneide ich Material. Du hast mir gesagt, das ist ein 8 kW zum Schneiden. Richtig. Was kann ich oder wo wird das am meistens eingesetzt? Also wir reden hier von diesen klassischen 2D-Maschinen, Bleche. Bei 8 kW reden wir von Blechen bis 10 mm in der wirtschaftlichen Qualität. Ja, schon viel. Ja, für größere Anwendungen haben wir dann noch andere Schneidköpfe. Was ist das Besondere bei dem? Diese Version ist unser flexibler Schneidkopf, den wir Kunden empfehlen, die möglichst ein großes Portfolio schneiden wollen. Von dem dünnen Blech bis zum Dickblech, weil der Schneidkopf kann nicht nur das Licht bündeln, wir können auch die Fokusposition anpassen und den Fokusdiameter. Wo hört denn der Spaß dann auf? Was ist der stärkste Laserkopf, den du hast? Der stärkste Laserkopf, den wir haben, ist unser neuestes Modell, was wir hier gerade vorstellen. Das ist unser Extrabeam XP60 für Laserleistung bis 60 Kilowatt. Also wir gehen da 30 mm aufwärts. Baustahl, Edelstahl spielt im Laser keine große Rolle. Du hattest vorhin auch gesagt, da kommt auch Gas mit? Richtig. Wir haben Gasanschlüsse hier, wo wir das Gas durch den Schneidkanal mit durchtreiben, um einfach das geschmolzene Material auszutreiben. Das ist eine Doppelfunktion. Es schützt natürlich auch den Prozess vor äußeren Einwirkungen. Aber die Hauptaufgabe des Gases ist, das Material auszutreiben. Beim Schneiden von Metall entstehen ja Rauche und Gase. Durch Effekte von der Gasführung ziehen wir uns immer noch Partikel mit in die Optiken rein. Und dafür ist das Schutzfenster da. Das ist was der Bediener selber regelmäßig tauschen muss. Das schützt uns die teuren und hochsensiblen Optiken im Schneidkopf. Der große Vorteil von unseren Köpfen ist, dass man die im Feld tauschen kann. Ich kann meinen Wechselhalter vor den Kopf montieren, ich ziehe sie raus und baue eine andere wieder rein. Das ist ja praktisch. Das heißt, du kannst den optischen Wechsel hier innerhalb von 20 Minuten machen an der Maschine, ohne den Kopf wegzunehmen. Anstatt wie bei Marktbegleitern, wo es dann einfach 8 bis 10 Stunden dauert, manchmal Tage oder Wochen, wenn sie wieder zurückschicken müssen. Ja, krass. Sehr interessant. Was ist das für ein Kopf? Was macht der genau? Das ist ein Laserschweißkopf. Also letztlich Schweißen. Genau, schweißen. Also genauso wird überhaupt erstmal eine Faser angeschlossen. Der Laserstrahl wird kollimiert zu einem geraden Strahl, sodass er dann durch den Kopf durchgehen kann. Und dann, wir könnten den jetzt zum Beispiel auch komplett gerade ausbilden, einfach wieder nur fokussieren. Du arbeitest eigentlich in Laserschweiß, Schneidprozessen immer im Fokus, hohe Intensität. Ja. Was wir jetzt hier zum Beispiel noch angebaut haben ist, hier ist ein Strahlteiler drin. Mit Strahlteilern kannst du entweder sagen, die Leistung wird irgendwie gesplittet, halb-halb, oder du sagst, die eine Wellenlänge, die eine Farbe wird komplett reflektiert und die andere Farbe wird transmittiert. Also das Grundprinzip ist, mit dem Hochleistungslaser gehst du auf den Prozess, schmelzt und verfährst den Kopf dabei, machst also eine Verschweißung. Und um diesen Prozess zu beobachten, um vielleicht zu sehen, ist da eine Pore drin, ist die Schweißnaht gut, willst du den ja auch gleichzeitig beobachten, irgendwie drauf gucken. Deswegen nutzen wir den gleichen Kopf wiederum, um auch auf den Prozess zu gucken. Hier ist eine Kamera. Und mit der Kamera können wir gleichzeitig während des Schweißens von oben auf die Naht gucken. Das ist aber genau Ultrakurzpulslaser. Was bedeutet das? Von Ultrakurzpulslasern spricht man, wenn die Pulslänge im Bereich von 1 Billionstel Eine Billionstel Sekunde. Eine Billionstel. Diese Laserpulse, die sind so stark, damit kannst du Glas schneiden. Wenn du heute ein Handy kaufst, dieses Glas ist mit einem Laser ausgeschnitten worden.
hochpräzise. Hier ist ein Laser drum gefahren. Aha. Beispiel. Siehst du? So, jetzt pass auf. Wie leitest du denn so einen Laser durch eine Glasfaser? Weil der schmilzt ja das Glas. Ja, ist ja eine Glasfaser. Ne? Also in der klassischen Glasfaser hast du im Kern Glas. Ja. Wenn du da drauf gehen würdest, die schmilzt weg. So, um dieses Problem zu lösen, haben wir sogenannte Hohlkernfasern entwickelt. Was ist da im Kern? Da ist Luft im Kern. Da ist Luft. Da ist einfach Luft. Und durch eine geschickte Anordnung von Glas drumherum wird das Licht aber in diesen Luftkern trotzdem geführt. Warum bricht das Glas nicht, wenn ich das so mache? Glas, wenn es eine gewisse Dünne hat, wird flexibel. Glas ist am Ende des Tages eine Flüssigkeit, die nur sehr, sehr kalt ist. Ja, aber Glas hat dadurch eine gewisse Aber wenn ich jetzt Glas nehme und so ja, knicke, dann immer macht's Knack. so, das heißt nur noch Aber bis zum bestimmten... ein gewisser Biegeradius ist möglich. Aha, krass. Und dann bleibt das Licht auch drin. Jetzt hast du Stress auf der Messe, ha? Alle wollen wissen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Monstrum in Anführungszeichen sehe, da hinten haben wir die Schneidköpfe gesehen, da hatten wir die gepulsten Schweißgeschichten und Schneidgeschichten mit Sensoren gesehen. Und hier ist, glaube ich, alles kombiniert. Plus, was mir auffällt, hier kommt ja was noch dazu, was ich bis jetzt noch nicht so kannte. Ihr macht das jetzt automatisiert mit Draht. Kannst du mir das System kurz erklären? Das ist der größte Unterschied zu den anderen. Deshalb ist das auch so ein komplexes System, weil wir hier eine Schwenkachse haben, wo der Strahl durchgeleitet wird. Der Strahl kommt hier oben rein, wird hier durch die unterschiedlichen Kollimationslinsen 90 Grad abgelenkt, wieder 90 Grad und wird hier unten dann fokussiert. Und das Ganze, damit wir hier eine Schwenkachse haben. Krass. Über diese Schwenkachse ermöglichen wir es dem Roboterbediener, zum Beispiel eine gerade Roboterbahn zu programmieren. Und wir können auf Toleranzen in XYZ reagieren. Plus, wenn der Zusatz kommt, muss man das ja auch teilweise. Genau, und der Zusatz ist vonnöten. Der Draht wird an eine Kante geführt und diese Kante führt über den Draht den ganzen Kopf. Krass. Wir haben einen 4-Rollen-Antrieb. Ja, genau. Guck mal, wie mini winzig. Reicht Mit aber einer aus. externen Steuerung. Das heißt, die Steuerung wird über Feldbus genauso wie die Optiksteuerung angesteuert, vom Roboter oder von der übergeordneten Steuerung. Und damit wird dann die Geschwindigkeit vorgegeben und Start-Stopp. Und somit wird der Draht dann entsprechend zugeführt. Jonas, danke dir für diesen Einblick. Gerne.